bin ja mit dem Gefühl groß geworden, ich bin verantwortlich für das Glück anderer Menschen Mhm. und habe dann im Umkehrschluss natürlich auch gedacht, andere sind für mein Glück Ja, natürlich, zuständig, genau, ja, das ist es, ja. ne? Und, da bin ich jetzt drüber hinweg. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, schön, dass du hier bist beim Podcast Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich habe heute für dich ein unglaublich authentisches, ehrliches, inspirierendes Interview mit einer Klientin von mir, die über die Google-Suche vor vielen Jahren zu mir gefunden hat, im gemeinsam wachsen Mentoring-Programm war, danach im Einzelcoaching bei mir und auch noch nachfolgend in der gemeinsam wachsen Membership. Hannah berichtet von ihrer Reise, von Anfang bis Ende, wobei es eigentlich gar kein Ende gibt. Denn dieser Stein, der hier mit mir durch sie selber letztendlich ins Rollen gegangen ist so immens. Es ist so viel passiert, so eine Transformation, so eine Veränderung in Gang gegangen, so viel Klarheit, so viel Bewusstsein über Elternschaft, über sich selbst, also die Selbstentdeckungsreise, die sie gegangen ist, über die Kinder, zu den Kindern, zum Partner, die Konflikte, die sind, das Annehmen, das Entdecken. Es ist eine wahre Pracht, erleben zu dürfen, wie Klarheit und Bewusstsein, die bewusste, bedingungslose, achtsame Elternschaft letztendlich die Reise zu dir selbst ist. Ich möchte dich heute einladen, diese Podcast-Episode bis zum Schluss anzuhören und dich inspirieren zu lassen von den Erfahrungen, von dem ganz authentischen Feedback, das Hannah hier gegeben hat, den Weg, den sie geht und wie sie selber sagte, irgendwann habe ich entschieden zu vertrauen. Ich wünsche dir so viel Spaß und so viele Erkenntnisse bei dieser Episode. Und du hast gesagt, liebe Hannah, als ich dich gefragt habe, ob du mal Lust hättest so für ein Gespräch über gemeinsam wachsen, hast du geschrieben zu mir oder mir geschrieben, ich komme doch nicht vom Fleck. Weißt du es noch in der E-Mail? Ich komme doch nicht vom Fleck. Ja. Und ich dachte mir so krass. Also da müssen wir erst mal drüber sprechen. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Du bist so vom Fleck gekommen seit gemeinsam wachsen in meiner Wahrnehmung. Unfassbar. Und jetzt, was du gerade berichtest über deine Erkenntnisse aus dieser Woche draußen sein und Schneeschuhwandern und mentale Stärke, die du da so mitentwickelt hast, bist du unfassbar im Übrigen, ich habe vorhin geschaut, 2 Jahren. Ja. Februar 2021 bist du zur gemeinsamen Wachsen dazu gekommen. In den letzten 2 Jahren ist unglaublich passiert. Unglaublich viel passiert. Ich habe die Erfolge habe ich mir aufgeschrieben, falls du dich nicht erinnerst. Ja, sehr gut. Von daher freue ich mich, dass du gerade da bist und dass du so berichtest. Weißt du denn noch, wie dein Berg war vor 2 Jahren, warum du zu gemeinsam wachsen gekommen bist? Es war ja auch ein Berg da, wo du dir dann irgendwann gedacht hast, so und jetzt will ich da hoch. Ja, ich weiß. Tatsächlich habe ich versucht zu überlegen, wann ich zu dir gekommen bin und ich hätte es eher ins Jahr 2020, aber 21. Ich weiß noch ziemlich genau, dass eins meiner Kinder auf der Treppe stand. Wir sind 18 umgezogen ins Haus und dann stand es auf der Treppe und sagte zu mir den Wenn-Dann-Satz. Wenn du nicht das und das machst, dann mache ich auch nicht das und das. Und ich dachte nur so, nee, das ist nicht die Art und Weise, wie ich finde, man sollte miteinander kommunizieren. Und mir war schon klar, dass das Kind das ja kopiert von uns Erwachsenen, ja. Und ich habe das schon auch wahrgenommen, dass wir viel mit Druck arbeiten und für mein Empfinden Druck drohen. Weil die klassischen Themen halt Zähneputzen am Abend, morgens fertig machen Anziehen, und ja, war ein Thema. genau, so, war halt schwierig einfach. Und da habe ich einfach gedacht,
das kann es nicht sein. Es muss einen anderen Weg geben und ich weiß noch, ich habe das gegoogelt. Ich weiß gar nicht, was ich eingegeben habe. Wahrscheinlich erziehen ohne Schimpfen oder ohne Druck oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall bin ich bei dir gelandet und du warst damals eine der wenigen. Inzwischen gibt es ja wirklich viele, aber du warst damals eine der wenigen, die, ja, das auch schön aufbereitet hatten und wo ich mich angesprochen gefühlt habe. Und, dann habe ich das überlegt. Ich habe das mit meinem Mann besprochen. Der sagt: „Jojo, mach ruhig.“ Mhm. Er wollte auch damals, erinnere ich mich, so ein bisschen mit reinschauen, aber Wollte er, hat er er wollte aber ja 0,00 hat sich dann gemacht. nicht ergeben, ja. Macht Mhm. nichts. Das reicht ja, wenn einer loslegt. Ja, und dann habe ich, die Videos geschaut und habe da schon unglaublich viel mitgenommen. Ich hatte mir auch das Buch parallel gekauft, Familienkonferenz. Mhm. Von Thomas Gordon. Genau, da fand ich auch unglaublich viel, drin Ja. und so logisch, ja, wie das Mhm. alles aufgeschrieben, worden Ja. ist und wie du es erzählt hast. Und, habe dann aber noch für mich, also, mir war schon theoretisch klar, dass es auch an einem selbst liegt, ja, wie man so umgeht, aber es war für mich noch schwierig, das umzusetzen. Mhm. Also, Ja. tatsächlich, ja, weil das ja auch so 'n Selbstlernkurs war, ne? Da Mhm. waren zwar die Gruppencalls, aber da kam dann wieder meine ja, Die Q&As hatten auch Problematik mehr. dazu. Ja, genau. Ja. Und, da hatte ich auch immer das Gefühl, ja, alle anderen sind so weit. Und ich weiß, wie du erzählt hast von, ich meine, einer Katharina, die irgendwie nach der ersten Woche gesagt hat: „So, meine Probleme sind gelöst.“ Mhm. Ja, das habe ich mir natürlich gleich innerlich wieder zum Maßstab gesetzt gehabt Mhm. und meine Ja. Probleme hatten sich nicht so schnell gelöst. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ich meine, ein Problem löst sich, das nächste tritt auf, Ja, ja? natürlich. Ist ja nicht so, dass irgendwie Ja. so: „Ach, jetzt die Das waren 3. diese Mhm, gemeinsam wachsen, sage ich ja immer, man soll mit 3 Themen reinkommen, also mit 3 genau. Wutmomenten, also konkret, Mhm, damit man auch sieht, was sich ergeben hat. Also bei genau. diesen ganzen inneren Themen, sage ich mal, alles, was uns im Inneren betrifft oder Beziehung betrifft, ist ja ganz anders, als wenn ich eine Sporteinheit mache und sehe, ich kann schneller laufen oder ich habe mehr Sit-ups gemacht und sehe meine Muskeln, die jetzt da so kommen am Bauch. Und bei den ganzen psychologischen Themen, da sehen wir den Erfolg nicht, wenn wir es nicht vorher quasi notieren und sagen, okay, das ist der Konflikt und ich will am Ende das neu lösen. Und deswegen diese 3 Wutmomente. Und da hatte das, stimmt, die Katharina, die hatte 3 Sachen mitgebracht. Ich glaube, die war aber 2020 dabei und hatte in einer Woche einfach diese 3 Dinge, die sie quasi mit reingebracht hat, für sich schon erkannt. Das ist richtig, ja. Aber Ja. natürlich, Probleme haben wir ja unendlich. Die hören nicht auf. Und auch das Wachstum hört ja nicht auf. Es ist ja Ja, erst mal ein ja, zum Loslegen. Glück. Ja, Ja, also das war für mich tatsächlich absolut die Basis, ja, ähm, was ich auch erst mal so aufgesaugt habe und einfach nur konsumiert habe ja. und, für mich drüber nachgedacht habe und dann auch festgestellt habe, eben so was wie Emotionen benennen habe ich als Kind nicht Ja. gelernt, und habe ich auch bei meinen Kindern nicht gemacht. Vieles habe ich schon intuitiv richtig gemacht, zum Beispiel, dass ich jetzt die Kinder nicht allein gelassen habe in ihrer Wut oder sie in ihr Zimmer geschickt habe, sondern Mhm. ich bin halt daneben gesessen und anfassen durfte ich sie meistens auch nicht, aber ich bin daneben gesessen, ja, und Ja, habe halt super. gewartet einfach. Ja. Ähm, und dann habe ich so langsam angefangen, einfach das bei den Kindern so zu benennen und ich habe das große Glück, dass meine Kinder beide sehr früh sehr gut gesprochen haben, was es mir natürlich viel leichter gemacht hat auf der einen Seite, weil sie sagen konnten, was sie Mhm. hatten. Auf der anderen Seite habe ich nicht so schnell begriffen, dass sie emotional halt trotzdem noch nicht so weit sind. Mhm. Ja, man hat dann eine gewisse Erwartungshaltung an ein Kind, was gut sagen kann, was es hat, dass es das dann auch tut. Ja, Mhm. und, ähm, na ja, gut, also das ging dann schon. Ich finde, ich habe auch relativ schnell 21 kam ja auch der Lockdown. Wann war denn Corona? 21, gell? 20? 2020 im März ging's los. 20, genau, ja, genau. Im ersten Lockdown habe ich so viel Zeit mit den Kindern verbracht und hatte einfach eine unglaublich schöne Zeit und habe auch gemerkt, dass dann viel, viel einfacher ging. Ja. Ähm, und habe dann 21, genau, schon auch irgendwie, würde ich sagen, das Ganze ein bisschen lockerer gesehen und habe das einfach Mhm. versucht so, also, wir hatten ja auch mal irgendwann drüber gesprochen, zum Beispiel wenn die fragen um Hilfe. Mhm.
man ist so selbst so genervt und man denkt: „Oh, du kannst das doch.“ Ja, den Liebestank habe ich auch aufgeschrieben. Mhm. Dass ich dann, Das war echt cool, Hannah. das dann vielleicht Ja, trotzdem gemacht habe, ja. genau. Ich habe es hier direkt notiert. Also, ich habe bei deinen Erfolgen unter anderem dastehen, Liebestank erkannt. Wirklich so dieses: „Ich kann es nicht und mache mir die Schuhe noch mal zu“ und so. Und da das eine ist ja immer in gemeinsam wachsen, das Wissen, ja, das so Verstandesebene, okay, ich habe es verstanden, ich habe das Video geguckt und ich habe im Q&A eine Frage gestellt und irgendwie verstanden, aber dieses Ankommen im Herzen, das ist nochmal die nächste Challenge, dass ich es wirklich so empfinde, dass ich es wirklich so fühle und dass ich nicht innerlich eigentlich aus Verstandeshaltung her einen Groll dann mit mir rumtrage, so die Manuela hat gesagt oder eigentlich müsste ich doch jetzt helfen, aber innerlich bin ich so richtig wütend. Und das war bei dir voll. Ja, ich habe es wirklich da stehen. Das war wirklich so, hey, es ist okay. Ja, ich helfe dir, klar. Und dieses innerliche Vertrauen, was sich dann im Übrigen bei dir ja noch voll weitergezogen hat, auch jetzt dann in unseren Einzelberatungen, die du dann noch weiterführend gemacht hast, in der Membership ja auch noch warst. Du hast mal entschieden, ich habe entschieden zu vertrauen. Und diesen Mhm. Satz, den finde ich so unglaublich cool. Du hast bei deiner Tochter, hast du entschieden zu vertrauen mit ihrem, sie möchte in die Schule gehen, dass diese innere Weisheit, die in dir so gewachsen ist, deinen Kindern zu vertrauen, dass sie es wissen und dass du letztendlich sie begleitest und in ihrer Entscheidung mitträgst und eben sie da unterstützt, das fand ich so unfassbar toll. Also dieses, oh, da bin ich echt, werde ich ganz sentimental, weil das ist so, es ist genau das, was ich mir so wünsche, dass wir diesen Kindern, die wir da haben, dass wir denen vertrauen, dass wir sie begleiten und so ein bisschen natürlich führen und sagen, schau mal, so schaut's aus. Und das hier sind die Wände letztendlich, aber im Rahmen dieser Wände kannst du dich total gut bewegen und ich vertraue dir. Du kannst es mit dem Messer oder du kannst es, diese Entscheidung fällen. Und wir kriegen das zusammen hin und das war unfassbar, ja. Hat mit dem Liebestank wirklich auch angefangen. Ja. Ja, Mhm. siehst du, da habe ich gar nicht mehr so im Ja, Kopf, aber das ist auch schon so lange her, ja. ja, es war 21, ja, schon 2 Jahre, Ja, ist so irre. Ja. ja. Und als ich so nachgedacht habe jetzt, habe ich mich erinnert, ich wollte ja gerne ins Gruppencoaching bei dir und das kam ja leider damals nicht Mhm. zustande. Ja, richtig. Und das ist so schade, weil ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus mit dem anderen Coaching wirklich glaube, die Gruppe gibt einem so viel und so viel mehr, als man im Einzelcoaching tatsächlich erarbeiten kann. Ja. Ja, dieses Gefühl, nicht allein zu sein. Ja, da Gruppe habe ich ist unglaublich, irgendwie ja. so gedacht, ja Mensch, wenn das damals zustande gekommen wäre, dann wäre ich vielleicht auch schon ein Jahr früher so weit gewesen. Aber es war vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wahrscheinlich war es Ja, und einfach es so, wie es kommt. jetzt lief. Ja, es wird Genau kommen. richtig. Mhm. Ja. Ist auch eine schöne Erkenntnis, dass man irgendwann weiß, okay, schade, dass ich nicht schon ein Jahr früher angefangen habe. Ja, das ist eine Frage, die ich immer wieder habe. So, hätte ich dich doch schon vor 10 Jahren kennengelernt, meine Kinder sind jetzt 12, dann hätte ich schon so viel besser gemacht. Und dann eben zu wissen, ey, es ist alles zum richtigen Zeitpunkt für uns. Das ist natürlich auf der einen Seite schmerzlich, weil wir dann so mit uns selber zu tun haben, mit unseren Schuldgefühlen, was hätte ich alles besser machen können und wo wäre ich, wenn? Ja, unser Ja, Ego, das dann da so zieht und sagt, oh Mann, Mann, Mann. Und auf der anderen Seite aber dieses Vertrauen wieder zu haben, ich bin genau am richtigen Punkt, ich bin auf meinem Weg genau da, wo ich sein soll. Und es fügt sich alles so und im Nachhinein, in 10 Jahren, wenn ich zurückblicke, kann ich es total gut erkennen und kann sagen, ja, es war genau alles richtig. Es kam nacheinander, wenn es anders gewesen wäre, wäre ich vielleicht überfordert gewesen oder es hätte meine Beziehung irgendwie zerstört oder was auch immer, ja. genau, man muss ja auch bereit sein letztlich. Und Voll, ja. das, ist etwas, glaube ich, was sich bei mir auch tatsächlich erst entwickelt hat. Also, ich war bereit, das alles mir anzuhören und es versucht so umzusetzen, aber ich glaube, ich war für diese Tiefe der Arbeit mit mir selber noch nicht so bereit, weil das in meiner Familie nicht so, ja, gelebt worden ist, würde ich sagen, oder so dieses ich bin ja mit dem Gefühl groß geworden, ich bin verantwortlich für das Glück anderer Menschen Mhm. und habe dann im Umkehrschluss natürlich auch gedacht, andere sind für mein Glück Ja, natürlich, zuständig, genau ja, das ist es, ja. ne? Und, da bin ich jetzt drüber hinweg. Sau schön, voll schön. Da, ja, Hat sich, aber es braucht halt Zeit einfach. ja, es braucht Zeit, voll. Also auch die Idee, was in gemeinsam wachsen ja ist, tatsächlich, dass ich den Mamas, die da reinkommen, zeigen möchte, pass auf, es gibt Wege, es gibt Lösungen und es gibt immer Antworten. Und ja, es ist natürlich auch ein an dir arbeiten, selbstverständlich. Ja, gemeinsam wachsen ist ein sich selbst erkennen und das Kind erkennen. Also wirklich so auf beiden Seiten eben zu sehen, wie entwickelt sich gerade mein Kind, wie kann ich auf mein Kind oder mit meinem Kind sprechen letztendlich,
erwarte ich zu viel? Das ist ja das ganz Große, weil wir erwarten ja zu viel. Von einem Vierjährigen denken wir dann, ja, jetzt kannst du die Emotionen benennen, dann muss es doch auch handeln. Das ist dann eben unser Teil der Erwartungen. Und vor allem geht es natürlich um uns selber. Warum reagiere ich so? Warum bin ich so wütend? Was macht es eigentlich mit mir, wenn ich jetzt anfange, von Emotionen zu sprechen? Kann ich meine eigenen Emotionen überhaupt fühlen und spüren? Und das ist so ein Prozess, das sind die 12 Wochen in der Begleitung mit den Q&As und den Gruppencalls, ist ja der Anfang. Das ist überhaupt der erste Genau. Anfang. Ja. Ja, dieses sich trauen, loszugehen und zu sagen, jetzt schaue ich da mal hin und jetzt will ich eine Veränderung. Und bei dir ist es auch so schön zu sehen, ja, jetzt, ich meine, wir sind immer noch in Kontakt nach 2 Jahren. Ich darf dich immer noch begleiten. Wir haben E-Mail-Austausch. Du hast dann, du warst in der Einzelberatung, Gruppencoaching ist nicht zustande gekommen, Membership warst du auch mit dabei. Eben das zu sehen, es ist ein Weg, es ist ein Prozess und man bleibt aber auch drauf. Weil in dem Moment, wo du das erkennst, aha, es hat das mit mir zu tun, wie kann ich denn meine Themen noch vielleicht, mag ich da überhaupt hinschauen, ist ja die erste Frage, oder mag ich es lieber wegdrücken und sagen, ich schaue nicht hin, weil es ist so schmerzlich, da den Deckel aufzumachen. Oder eben, ich will da mehr, ich will, wie es du es jetzt nicht gemacht hast, du hast ja noch ein weiteres Coaching zu Rate gezogen und bist mit deinem Mann ja auch da noch viel tiefer gegangen, was eure Paarbeziehung angeht. Du bist noch weitergegangen, du bist unfassbar vom Fleck gekommen. Unfassbar, was ich bei dir ja noch, was du noch an Schritten getan hast, weil du gesagt hast, ich will noch mehr aufräumen, ich nehme hier den Besen in die Hand und ich will hier kehren in meinem Inneren und ich will das beobachten. Und das ist so cool. Und ich sage das so oft, wenn man auf diesem Weg ist, dann kann man eigentlich nicht zurück. Man kann nicht sagen, ich schaue es nicht mehr an oder ich gehe jetzt wieder in die Erziehungsebene und sage, wenn du jetzt nicht sofort, dann, weil dieses Bewusstsein plötzlich da ist und man sich jedes Mal denkt, nee, es fühlt sich falsch an. Es ist einfach, Ja. es ist einfach nicht. Ja. Das stimmt, es fühlt sich falsch an und ja, ich war tatsächlich so, würde ich sagen, angefixt. Das war jetzt echt die Basis, ne? Ja, voll. Aber dann kam halt viel. Ich hatte dann auch noch mal 'n Loch, also, wo ich dann halt wirklich verstanden habe, so: Ich bin meines eigenen Glückes Schmied Mhm. und aber richtig nicht den Weg gesehen habe. Wie komme ich da raus? Und dann bin Ja. ich eben in 'n anderes Gruppencoaching gegangen, wo überwiegend Nichtmütter waren, was Mhm. für mich auch sehr wertvoll war, weil ich Ja, gesehen habe, glaube ich. okay, das sind nicht die Kinder in Anführungszeichen schuld, ja, und ohne Kinder wäre ich glücklich, sondern es ist tatsächlich liegt in mir und in meinen Mustern und was auch Ja. immer, ganz unabhängig von den Kindern und ich aber auch natürlich gesehen habe, wie sehr die Kinder sich auch verändert haben und wie viel wir dann hingekriegt haben und das Feedback, was ich gekriegt habe über meine Kinder, ja, so unglaublich schön war. Und ich denke, wenn Kinder unglaublich hilfsbereit sind im Außen, dann kriegen sie das halt auch im Innen, ne, von Genau. uns oder von Natürlich. mir als, Ja. Elternteil. Und Ja. ja, also inzwischen sind sie ja schon größer, 6 und 8. Und Mhm. manchmal sage ich dann: „Ja“, wenn es heißt: „Kannst du mir das und das bringen?“ Sage ich: „Ich kann das schon, aber ich möchte gerade nicht, weil ich müde bin“, ja? Und dann kann Ja, man drüber Grenzen. sprechen. Ja, genau. Ja, dann sage ich nicht einfach nein, sondern kann sagen: „Du, eigentlich mache ich das ja, weiß ich auch, aber heute halt nicht.“ Ja. Und das ist so schön, dass man dann, weil die damit halt auch 'n bisschen groß geworden sind, so ja, da so reingewachsen sind und differenzieren können. Gestern war ich ja auf'm Elternsprechtag und habe ich auch noch mal, ja, wie ich finde, 'ne unglaublich schöne Rückmeldung bekommen. Das Verhalten des Lehrers hinterfragt und sagt: „Warum hast du das gesagt? Es gab doch jetzt gar keinen Grund zu schimpfen“, und sich das erklären lässt, ja? Das fand ich Ah, cool. unglaublich schön. Voll. Also, Oh, zum einen, Gänsehaut, schau mal. Total dass der cool. Lehrer das dann halt auch mitmacht, ja, Ja, also das genau. ihm auch Auf beiden erklärt Seiten. und, Mhm. dass er Absolut. da halt aber auch dieses Vertrauen hat und diese Fragen stellt und, Ja. sagt: „Du, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso, weshalb, warum?“ Mhm. So wie ich das versuche mit meinen Kindern zu machen, zu sagen: „Okay, ich merke grad irgendwie, es ist was, aber ich kann's nicht zuordnen. Mhm. Kannst du mir Ja. vielleicht sagen, was grade in dir los ist?“ Und ja, wenn dann kommt: „Ich will nicht drüber reden“, dann kann ich damit tatsächlich auch inzwischen ganz gut umgehen und sage: „Gut, dann halt nicht“, ja? Und fühle mich nicht zurückgewiesen oder Genau. so, wie das früher gewesen wäre, ja, wo Ja. ich dann ja, Das persönlich genommen hättest und auf dein eigenes genau. Selbstbild letztendlich Ja, zurückgeschlussfolgert. Ja. ja, genau so ist es. Das ist Mhm. unfassbar, Hannah, wirklich. Also, so dieses Thema Grenzen zu wahren, meine Grenzen zu spüren, das ist ja das Erste. Spüre ich das überhaupt? Das ist ja ganz oft so, Genau. dass die Frauen, die zu mir Ja. kommen, die sagen: „Ich spüre das gar nicht“, und dann explodiere ich und dann sage ich: „Ja,
jetzt ist der Weg dran, wenn du von 0 auf 180 kommst, ist der Bezug zu meinem Körper nicht da. Also dann wirklich mehr so in dich kehren, zu spüren, ist das Herz am Rasen schon die ganze Zeit? Ja, und wenn die dann da hinkommen und sagen so, ja stimmt, ich war vorher schon die ganze Zeit irgendwie angespannt. So, ah ja. Und eben dieses zu spüren, was gerade in mir körperlich vorgeht. Bin ich schon im Fight-or-Flight-Modus? Ist es schon meine Reaktion des Körpers auf eine Verletzung, die in mir ja noch drin ist? Und dann zu sagen, ey, nee, ich mag nicht. Ja, ohne dass ich Angst haben muss vor Ablehnung und das dann eben persönlich nehmen, sondern sagen kann, das ist hier meine Grenze heute, die ist Mhm. dynamisch, variabel und prinzipiell schon, aber jetzt gerade eben nicht. Ist unfassbar wertvoll für die Kinder, wenn sie das erleben dürfen von den Eltern, für die Paarbeziehung unglaublich wertvoll und eben auch, worauf ich eigentlich hin will, auch beruflich. Ja, also auch dieser berufliche Teil ist Ja. ja auch essentiell, wenn ich das dann irgendwann spüre und sage, ich bin eigentlich unglücklich in meinem Job. Eigentlich, wenn ich so in mich reinspüre, will ich was anderes. Und das war ja bei dir auch so Mhm. ein bisschen, dass du im Herzen dann so gemerkt hast, das war auch 2021, eigentlich schlägt dein Herz für was anderes. Und dieses Abwägen zwischen, was mache ich denn jetzt? Gibt mein Job mir Sicherheit und kann ich das parallel nebenbei aufbauen? Auch diesen Prozess zu gehen für die eigene Selbstverwirklichung, was ja ein ganz hohes Bedürfnis ist. Ja, dieses Mhm. Selbstverwirklichung ist eines der größten Themen, die wir dann eben an der Spitze der Pyramide haben, dass du dann auch angegangen bist im Übrigen. Ja, also so viel zu deinen Erfolgen, also was sich da alles so getan hat, an welche Fenster sich so geöffnet haben, hinzuschauen und wo du überall hingeschaut hast. Auch Selbstverwirklichung war ja noch dann relevant. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auch immer noch. Ich bin ja auch noch in dem Beruf, aber ich habe da auch ganz stark gemerkt, dass meine Muster da halt extrem zum Tragen gekommen sind. Dieses, Mhm. ich möchte, dass mich jeder mag und Ja, ähm, du erkennst es dann genau, ja. ja. Das, Mhm. genau. Aber auf der anderen Seite habe ich halt für mich auch abgewogen, weil ich weiß, ich kann jederzeit die Kinder und mich versorgen Mhm. mit meinem Beruf, ja. Und Ja, das gibt mir unglaublich Unabhängigkeit. ja. Und das ist für mich jetzt der höhere Stellenwert erstmal. Ja, und es ist voll Mhm. gut, oder? Was ist das für eine tolle Ja, Erkenntnis? Weil da geht es ja genau um die Werte. Und der Wert ist halt dann in dem Fall Stabilität und Sicherheit. Und das finde ich so wichtig, dass wir diesen Prozess gehen können, dass ich sagen kann, boah, Selbstverwirklichung, ich hätte eigentlich gern das, aber mein Wert ist auch das. Und zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt wieder zu vertrauen, beziehungsweise ich entscheide mich jetzt bewusst, im Beruf zu bleiben, weil dieser Wert mir jetzt gerade voll wichtig ist. Heißt aber nicht, dass ich das andere jetzt irgendwie ad acta lege, sondern dass es einfach ne, vielleicht genau. ruht oder dass ich es auf eine andere Art Mhm. und Weise verwirkliche. Und dann ist aber wieder gut, dann ist dieser innere Konflikt dann weg, weil ich habe drüber nachgedacht, ich habe entschieden in dem Moment, ich habe für mich Klarheit bekommen. Und das sind so wichtige Prozesse, so wichtige Prozesse. Ja. Hanna, merkst du das? Ja, ja, so, wenn wir jetzt so drüber sprechen, schon. Ja, Ja, für mich ist da total. also, wie gesagt, das mit der Katharina ist mir so hängen geblieben. Ja, Ähm, Das war so mein Maßstab und das hörte sich so an, ja, aber nach außen ist ja immer alles perfekt, ja. Die meisten haben keine Konflikte mit den Kindern oder mit dem Partner und sind im Beruf glücklich. Und wie es dann im Inneren aussieht, weiß man ja eh nicht. genau. Und weißt du, es Also, ist ja auch immer so die Frage, ähm, was waren das für Konflikte? War das einfach wirklich ein Symptom, das ich relativ schnell durch eine spielerische Aktion dann beheben kann? Oder bin ich in die mhm, Tiefe gegangen? Ja. ja, Es ist auch viel, weil wir lassen uns natürlich auch blenden, ja, natürlich. Wenn der andere dann irgendwie schnell was erreicht, ist immer die Frage, wie hat er das gemacht und was hat er getan und so. Aber wie tief ist es auch gegangen? Und deswegen bringt es uns am Ende dann gar nicht so viel, das zu vergleichen, weil die Prozesse, die bei dir in der Tiefe losgegangen sind ja immens. das stimmt. Und ich bin aber eben auch, das ist auch eins von meinen, ich vergleiche mich viel, das ist, oder habe das früher viel gemacht. Und da bin ich natürlich genau in dieses Muster reingetappt. So, jetzt musst du innerhalb einer Woche, müssen sich deine Kinder immer problemlos morgens anziehen und Ja, problemlos ins Bett gehen lassen. Und ja, das immer ist ja sowieso völlig utopisch. Ja, ja, das, absolut. Ja. ja, aber auch da weiß ich jetzt, Kinder, die verglichen werden, werden Erwachsene, die sich vergleichen, ja, und gucken und So, drum vermeide ich es tunlichst, meine Kinder untereinander oder mit anderen zu vergleichen, ja, ja, weil ich denke, machen das schon von selbst natürlich, ja. Und im Schulsystem werden sie ja ohnehin kriegen sie ja ihre ja, Messskala aufgedrückt. Da müssen wir das nicht nur zu Hause machen, dass sie ja. vielleicht eben nicht diese Mechanismen entwickeln, die ich.
bis ins hohe Erwachsenenalter mit mir rumgeschleppt habe und jetzt Jetzt, zunehmend loslassen darf. ja. Ja. Hanna, wenn du gemeinsam wachsen nicht gemacht hättest, wie wäre dann eure Familiensituation heute? Sie wäre definitiv sehr angespannt, wenn wenn wir überhaupt noch so als Familie zusammenleben würden. Ja, Das weiß ich nicht. Es kann sein, dass wir das schon tun würden, aber dann ich sicherlich mit einem sehr großen innerlichen Groll. Vielleicht würden wir es auch gar nicht mehr tun. Ja. Und die Kinder wären, sicherlich nicht so grandios, wie sie jetzt sind. Da bin ich ziemlich sicher. Also, ich glaube, diese Hilfsbereitschaft, das Verständnis, oh, Wahnsinn. Oh Gott, ich habe ich so glaube, Gänsehaut. dass Mich glaube nicht, schaut's. dass das, Mhm. so, ja, wäre. Also, ich Oh, meine, Grundcharakter eines Kindes, der kommt natürlich auf die Welt, aber, kommen mir gleich die Tränen. ähm, Oh, so, ich habe mein Ziel ich erreicht, glaube, jetzt wie du das so sagst. Oh, Wahnsinn. dass, ja, es wären Oh, andere Kinder. ich brauche Taschentücher. Wo sind die Mitarbeiter, die behind the scenes dann einem die Genau, Taschentücher reichen? So, jetzt müssen ja, meine Klamotten herhalten, ja. ihr Lieben. Total schön. Ja, also das war gestern dieses Gespräch war für mich auch echt noch mal so 'ne richtige Bestärkung, wo ich dachte: „Ja, jawohl, ich mache es richtig.“ Und mein Mann, der es ü ü einfach teilweise übernommen hat Ja, und, auch also mit Bestrafung und so eigentlich nicht mehr groß um die Ecke kommt, obwohl er ja immer 'n Wahnsinn. Fan davon war, ja, Ja, war er. aber Mhm. vielleicht halt auch einfach, weil, ja, es so nicht mehr so nötig ist, ne, weil Ja. die Kinder halt, ähm, anders da reingewachsen sind. Und ja, also gestern fühlte ich mich hervorragend bestätigt in allem, was Heute ich bitte auch tue. noch. Ja, heute auch, klar, aber das war halt ist schön, wenn dann der Ja. Lehrer sagt: „So und so und so und das ist so 'n angenehmes Kind“ und, ja, ich fand das unglaublich toll, dass er das hinterfragt, Mhm. dass er den Voll. Mut hat und die Neugier und auch sagt: „Ich habe das Recht darauf, das zu verstehen, warum ein Erwachsener so handelt“, ja. Finde ich hervorragend. Ja, voll. Das Das ist der Wahnsinn. Diese Kinder, die werden unsere Welt ja, verändern. Ich bin da ganz ja, fest davon überzeugt. Aber halt auch nur deswegen und nur und ausschließlich deswegen, weil sie die Chance haben, sich so entfalten zu können. Ja, weil sie ja, Eltern haben, die das ihnen vorleben letztendlich. Und die sie genau. würdig behandeln, ja. Du hast das Recht, nicht nur, weil du ein Kind bist, sondern weil du ein Kind bist, hast du erst recht noch das Recht zu verstehen und eine Stimme zu haben und so aufzuwachsen. Und das ist der Hammer. Also ich freue mich auf diese Generation, die da kommt. Ich hoffe, ich darf noch viele Mamas begleiten, die dann das weitergeben können an ihre Kinder und für sich selbst da auch den inneren Frieden finden können. Voll schön. Oh, Ja, also danke. das glaube ich schon, weil ich finde, im Moment gibt's echt so regelrechten Boom mit diesen Coachings, auch gerade für Mütter. Ja, wo ich irgendwie dann auch stolz auf mich war, dass ich das schon vor 2 Jahren gemacht habe, als es noch nicht so viele gab. Also, wie gesagt, ich Hm. habe eigentlich nur dich gefunden. Cool. Und Ich hatte damals, als ich angefangen habe, ich mir gedacht, oh Gott, ja, jetzt bin ich eine von diesen vielen, aber das ist natürlich auch so ja, die, ne. die aber Ne, das, also es ist ja auch jede Frau, die da irgendwie als Coach arbeitet und da Frauen unterstützt. Jeder hat ihren eigenen Schwerpunkt und ihre eigene mhm, Sichtweise und man fühlt sich auch nicht von jedem angesprochen. Also ja, es ist faktisch ja so, dass von diesen 100%, die irgendwie da sind, nur 25 kommen am Ende zu mir, weil alle anderen spreche ich nicht an. Für die bin ich mhm, anders und da passt es irgendwie nicht. Und deswegen ist es so gut, wenn es viele gibt, weil dann einfach viele Menschen jemanden finden, der irgendwie, wo man sich vertraut fühlt und wo man den Eindruck hat, genau das spricht mich ja an. Das ist irgendwie die Kombination oder die Art und Weise der Darstellung. Man kann ja nicht gar nicht alles bedienen und jeden bedienen und jede Bedürfnisse befriedigen am Ende. Geht ja gar nicht. Für mich auch. ne, das stimmt. Ja. Aber was ich bei dir absolut wertvoll fand und, an dem Teil arbeite ich noch, dass es mein Mann auch so versteht, ist dass Worte so einen großen Unterschied machen können, die Kommunikation, ja? Also, wie sehr Worte verletzen können, ähm, und wie sehr sie einen Unterschied machen können, obwohl es ja eigentlich nur Worte sind. Ja, aber ich glaube, das liegt auch eben gerade an deinem Hintergrund, dass das bei mir so tief eingeprägt hat und dass ich immer wieder denke: „Okay, die Worte sind eigentlich alles“, ja?
was du sagst, ist so wichtig. Ja, Ähm, Den Kindern oder auch Erwachsenen gegenüber einfach die Art und Weise, wie man etwas sagt. ja, Und, das fand ich bei dir ganz, ganz toll. Und das war, glaube ich, für mich wirklich der allererste Stein, der so gerollt ist, so diese Erkenntnis: „Okay, die Worte sind's.“ Damit fängt alles an, ja? Und natürlich das Handeln muss dann auch dazu passen, aber, trotzdem, die Worte sind so das Erste und es sind wirklich manchmal nur Kleinigkeiten, ja, und es ist so ja. naheliegend auch, weil mit den Worten Mhm. verletzen wir uns ja selber auch. Ja, Also, ne, wenn ich zu mir sage, was bin ich denn eigentlich für eine dumme Nuss und bin ich blöd und ist ja klar, dass ich es nicht kann, ich bin halt eine schlechte Mutter, sind dies die Worte, die mich selbst verletzen in dem Moment. Und es sind gedachte ja. Worte, es sind ausgesprochene Worte, die jedes Mal dann mantramäßig ich mir sage und das macht was mit mir, natürlich, ja. Mhm. Hanna, wenn du eine Freundin hättest und die steht da, wo du vor 2 Jahren standest, was würdest du dir sagen? Soll sie gemeinsam wachsen machen? Warum? Warum nicht? Ja, ich würde es ihr natürlich auf jeden Fall ans Herz legen, wenn, ich das Gefühl habe, sie ist dafür offen, ja, Ja, dann, finde ich, gemeinsam wachsen, guter Anfang oder vielleicht gleich Gruppencoaching, ja, ja? So, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist der Weg, um unseren Kindern nicht diese Verletzungen mitzugeben, die wir bekommen haben von unseren ja, Eltern. ungewollt, Ja, genau. genau. Also, das ist wiederum, also, meine Eltern sind ja quasi die erste Nachkriegsgeneration, die dann noch von der Kriegsgeneration erzogen worden ist. Ja, Und klar, das wirkt sich sofort und es geht über Generationen hinweg. Auch das habe ich jetzt verstanden, manches, zum Beispiel mein Sicherheitsbedürfnis, ja, mhm. Ja, kommt voll. daher. Ja, Ähm, genau, ich würde sagen, geh los und mach's und sieh zu, genau. Weil ich glaube, Menschen, die so verzweifelt sind und das erkannt haben, dass sie das nicht wollen, wenn sie da einmal angefangen haben, letztlich wie bei mir, dann bringt's den geht's Stein ins Rollen. weiter. Genau, so ist es, ja. Und das Gute ist natürlich an dem Selbstlernkurs, du kannst es absolut für dich so dosieren, ne, wann es dir passt. Ich persönlich bin jemand, ich habe gerne fixe Termine, um es dann mit der Gruppe zu besprechen. Das habe ich auch über mich gelernt, Ja, aber das ist auch jeder anders. ja, voll. Ja, Ja, das hat so 'n gemeinsamen Wachsen zum Glück. Da gibt's die 3 fixen Gruppencalls, die dann ja, und genau. manche sagen auch: „Oh nein, 8 Uhr, da kann ich nicht, da mache ich grad Einschlafbegleitung.“ Aber auch die Gruppencalls kann man im Nachgang dann anschauen und irgendwie kriegt man's Ja, doch hin, da dabei zu sein. genau, Die sind echt voll wertvoll. Also, der Austausch in der Gruppe ist wirklich eins der besten Sachen, absolut. Dieses Gefühl dann zu haben, den anderen geht's auch so und sich auch wirklich zu sehen und ja, die Herausforderungen der anderen Frauen auch wahrzunehmen. Nicht nur in Form vom Text dann irgendwie in der Gruppe, sondern auch genau, wirklich, wirklich fühlbar und spürbar und hörbar das mitzuerleben. genau. Ja, Ja. Und man kann unglaublich viel lernen von den anderen und weil meistens sind es ja schon ähnliche Konflikte, ja, ja, kann man unglaublich viel mitnehmen und ja, man kann sich so erst mal ein bisschen zeigen im mhm. geschützten Rahmen, ohne gleich vielleicht die Keule zu kriegen. Ja, was ist Ja. das denn? Ah. Weichspülpädagogik. Genau. Beispielpädagogik, das ist gut, Das, das müssen wir merken. nein, das, Nein, finde ich ganz Persönlichkeitsentwicklung, toll. ja. Ja. Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ich hatte damit Ja. bis dahin noch nie zu tun. Mhm. Das war ein Feld, was für mich völlig unbeschrieben war. Aber ich hatte eben diesen inneren Drang, dieses Gefühl, so will ich's nicht. Ja, Und ich darf einen anderen Weg gehen. Ja, ja, diese Erlaubnis. Oder diese Entscheidung, die ich getroffen habe, ich werde einen anderen Weg gehen. ja, und du 'n Das, altes Ich, das du schon hinter dir gelassen hast. Boah, ey. ja, Voll gewachsen, Hanna, in den letzten 2 Jahren. ja. Voll gewachsen. Ja, cool. Und wo geht deine Reise noch hin, Hanna? So zum Schluss. Was hast du noch vor? Wo willst du noch hin? Ähm, Bin ich jetzt schon große Stücke weiter, was an einfach da für mich Zeit nehmen und was machen und überhaupt für Mhm. mich erst mal wieder entdecken, eben was macht mir Spaß, was mache ich Mhm. und das dann auch einbinden in Ja, den schön. Alltag. Was ich definitiv, habe ich ja vorhin schon gesagt habe, beibehalten will, ist einfach mal dieses alleine wegkommen. Ja, Vielleicht auch mal super Challenge für mich ganz allein in 'n Hotel zu fahren, also nicht mit dem Schutz einer kleinen Reisegruppe, sondern wirklich ganz alleine sich ins Restaurant zu setzen und das zu machen.
Ähm, ja, einfach noch mehr auch in diese Gefühlswelt abtauchen. Gefühlswörter gibt's ja unendlich viele und das mal erspüren, wie fühlt sich das überhaupt an? Total wichtig. Ja, das, noch mitzunehmen. Mein großes Ziel ist eben, ja, mein Glück selbst zu gestalten und zu sagen jeden Tag sagen zu können: „Jawohl, das war ein Tag, der war gelungen und der war schön.“ Ja, Toll. den habe ich mir schön gemacht. Das habe ich mir jetzt direkt aufgeschrieben. Mein großes Ziel ist, mein Glück selbst zu gestalten. Das ist echt, das kannst du dir als Ja, Mantra echt hier mitnehmen, aber machst du ja eh schon, ja. ja, ja, also ich bin definitiv auf 'm guten Weg. Hanna, voll schön. Ich danke dir für all deine Einblicke über die Sehr letzten gerne. 2 Jahre letztendlich und über deine Erfahrungen. Das ist so bereichernd für andere Mamas, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank, dass ich, ja, mit dir sprechen durfte. Es hat mich auch wirklich gefreut, dass du an mich gedacht hast. Ja, Ja, unbedingt. Unbedingt. dann bis Wir hören bald. uns und bis bald. Genau. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Du findest es unter sprachzeichen.de/40-Sätze. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.